doll gespannt, das Land zu entdecken. Wir haben ganz, ganz viel geplant. Wir fliegen jetzt erstmal nach Hanoi und von dort geht es dann weiter. Aber das Allercoolste ist, wir fliegen jetzt erstmal mit der Business Class von Vietnam Airlines nach Vietnam. Different type of coconut cream. You smell the coffee. It is the real one. We cannot drink the big sip. Small, the little one. Tourists, they never drink this one. And this one included egg yolk, not full egg, only egg yolk with a little honey. Wir sind in Hanoi angekommen und haben die letzten 2 Tage die Stadt schon ein bisschen entdeckt, sind durch die Straßen geschlendert, haben alles erstmal auf uns wirken lassen und waren auch schon in der Train Street, wo es auch sehr busy war, also doch eher touristischer, aber auch schon in den Straßen, wo es ein bisschen ruhiger war und ein bisschen mehr Local Life sozusagen stattgefunden hat. Und heute sind wir auch nach Ninh Binh gefahren. Das sind von hier nur 2 Stunden Fahrzeit. Wir hatten leider nicht so viel Glück mit dem Wetter. Ja, der Regen hat es uns relativ schwer gemacht, Ninh Binh richtig zu entdecken. Das war ein bisschen schade, aber ist definitiv ein Grund für uns wiederzukommen und Ninh Binh vielleicht nochmal bei gutem Wetter zu entdecken. Aber für uns heißt das jetzt relativ schnell schlafen gehen, denn morgen früh um 3 Uhr geht's weiter, weil wir den nächsten Flieger kriegen müssen. Und zwar fliegen wir weiter nach Hue und ich bin schon ganz gespannt, wie dort der Vibe sein wird. Wir sind in Hue angekommen. Wir sind von Hanoi 1 Stunde hierher geflogen und sind hier jetzt in dem Pilgrimage Village Resort und Spa angekommen. Und es ist so schön. Es ist so tropisch und wir haben alle gesagt, es hat irgendwie total die Bali-Vibes. Außer, dass es wirklich vom Wetter her, es ist so warm. Es ist nochmal viel, viel wärmer als zum Beispiel in Bali. Also ich habe nicht so geschwitzt. Ich bin nicht so ein Mensch, der so viel schwitzt. Aber hier, es ist einfach anders. Aber das Resort hier ist super, super schön. Heute Mittag waren wir lunchen in einem vegetarischen
Restaurant und das war so unfassbar lecker und das war so cool, weil ich habe auch tatsächlich gedacht, dass es hier in Vietnam schwieriger ist, vegetarisch zu essen. Es war aber tatsächlich immer super easy. Also wir konnten richtig viele lokale Gerichte auch mitessen, die uns extra in vegetarischer Form gemacht wurden und es war auch richtig, richtig lecker. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu sehen in Hue und sind hier auch noch ein bisschen unterwegs und dann geht es für uns auch weiter nach Hoi An. Ich freue mich auch super doll auf Hoi An, weil ich glaube, dass Hoi An mega schön ist. Sie soll bekannt sein für, also als Laternenstadt auch so ein bisschen, weil überall Lichter hängen und das finde ich ja super schön. Ich liebe ja schon Städte bei Nacht, wenn alles leuchtet. Da freue ich mich auch schon richtig doll, das zu sehen. Ich glaube, das wird super cool. Wir sind mittlerweile in Hoi An angekommen, sind hier im Victoria Spa und Resort. Wir sind nämlich mit dem Bus 2 bis 3 Stunden ungefähr von Hue hier nach Hoi An gefahren, mit einem kleinen Stopp in Da Nang. Da haben wir nämlich noch eine kleine Stadtführung gesponsert bekommen. Wir sind dann gleich in Hoi An durch die Stadt gelaufen und haben da den Abend verbracht und ganz spät zum Abend sind wir noch zu der Hoi An Memories Show gegangen und ich muss sagen, ich war so begeistert von dieser Show, nicht nur weil die einfach über 500 Darsteller hat, sondern auch weil alles voller Lichter ist und die Bühne war einfach über 1 Kilometer lang. Also wenn man in der Area ist, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das einmal mitzunehmen, weil es ist super cool gewesen. Und heute waren wir noch in einem Gemüsedorf und das war so eine coole Experience, weil ein Bauer uns gezeigt hat, wie sie hier die Felder anlegen und das war wirklich richtig cool zu sehen, wie sie das machen. Und danach, direkt im Anschluss, gab es auch noch einen Kochkurs und da haben wir Reispapier selber hergestellt und das war so cool zu sehen und durften es natürlich dann auch gleich essen. Und es gab auch schon wieder, glaube ich, 5 Gänge oder 6 Gänge oder sogar mehr. Also wir wurden hier wirklich die letzten Tage so krank verwöhnt mit Essen. Das Essen ist einfach mega lecker hier und die Gastfreundschaft, also wir wurden wirklich behandelt wie die Könige und haben so viel Essen bekommen und es war wirklich einfach ein Traum. Und jetzt fliegen wir zurück nach Hanoi. Und tatsächlich haben wir uns so sehr verliebt, dass wir noch eine Woche verlängert haben und deswegen bleiben wir einfach noch hier und werden noch, ja, ich hoffe, ganz, ganz viele Ecken entdecken, weil wir haben noch einiges auf der Liste, was wir hier von Vietnam sehen wollen. Und deswegen geht es für uns sogar noch eine Woche weiter.